Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu der heutigen Visitesendung. Vielen Dank auch für all die wertvollen und interessanten Zuschriften, Anfragen, und ich entnehme daraus, wie wichtig es ist, eine Zweitmeinung zu kennen, einen ärztlichen Rat aus einer ganzheitlichen Sicht zu erhalten, zu verstehen, und alles, was Sie wissen, glaube ich, wird Sie ruhiger machen im Umgang mit den Dingen, die Sie tragen, die Sie belasten, oder vielleicht auch Wege, die Sie suchen, um aus der Krankheit herauszufinden. Und vielleicht darf ich jetzt schon gleich übergehen zu unserem ersten Einsender, das ist Andreas. Andreas hatte 2019 erfahren, dass er doch eine hochgradige Niereninsuffizienz hat. Bereits im April 2019 wurde ihm gesagt, dass nur noch 30% der Nieren arbeiten. Mittlerweile sind es nur noch 10%. Und er ist auch bereits seit 4 Wochen an der Dialyse. Das heißt, eine hochgradige Einschränkung der Nierentätigkeit bedeutet natürlich eine Katastrophe für unseren Körper. Unser Körper ist darauf angewiesen, dass seine Hauptentgiftungsorgane wie Darm, wie Leber und vor allen Dingen auch die Nieren fürsorglich und achtsam den gesamten toxischen Bereich bedienen. Das heißt, das, was die Leber vermag, aus einer Fettlöslichkeit in eine Nierengängigkeit überhaupt vorzubereiten, muss dann durch die Niere ausgeschieden werden. Das sind natürlich eine Vielzahl erstmal der stoffwechseleigenen Endprodukte wie Harnstoff, Kreatinin, unser Muskeleiweiß, Harnsäure. Das sind Dinge, wenn Sie die Niere nicht verlassen können. Bei der Harnsäure können Sie das ermessen an der Gicht. Das sind wahnsinnige Schmerzen, die man erleiden kann, wenn solche Harnsäurekristalle sich im Körper auskristallisieren. Eigenartigerweise passiert das sehr oft an der großen Zehe. Aber die Frage, glaube ich, die mir Andreas stellte, war eine Zweitmeinung, und ich weiß wenig über ihn, ich weiß nichts über sein Leben, ich weiß nichts über die Ursachen, und ich glaube, das ist jetzt der Ansatz, dass man durch eine Dialyse handelt, ist wertvoll und es geht ihm viel, viel besser. Aber man muss die Ursachen doch an diesem Punkt verstehen lernen, und ich möchte Sie, Andreas, und ich möchte vielleicht auch die Zuschauer darauf jetzt mal aufmerksam machen, was man nutzen muss, bevor man natürlich zur Transplantation angemeldet ist und der Schaden einer Niereninsuffizienz sehr groß ist. Aber ich möchte Sie bitten, folgenden Fragen nachzugehen. Das erste ist, wir sehen auch bei Nierenerkrankungen, 70% sind begründet in einem Zahn-Kiefer-Problem. Es wird kein Weg daran vorbeigehen, jetzt einen sehr ganzheitlichen Zahnarzt bitte aufzusuchen, der die Zähne anschaut, entweder im Rahmen eines Panoramabildes, wo alle Zähne sich abbilden, oder auch ein DVT. Das ist eine Dentaltomographie, wo Sie genaue Strukturen an den Wurzeln bzw. Übergang Zahn zum Kieferknochen. Sie können dort Entzündungsherde entdecken. Und das sind alles Infektionsschleudern, aber sehr viele Menschen haben im Frontzahnbereich Stiftzähne, sie haben tote Zähne durch Unfallgeschehen, und die Folge einer solchen Problematik ist der Verlust über den Blasennierenmeridian. Der Blasennierenmeridian zieht von oben nach unten. Er beginnt oben an den Augen und zieht bis runter zu den kleinen Zehen. Diese große energetische Leitbahn hat eine immens große Auswirkungen, unter anderem auch auf die Funktion unserer Blase, Niere und Prostata bei den Männern. Deshalb müssen Sie sich immer vor Augen führen, wenn dieser Nieren- und Blasenmeridian geschwächt ist durch zum Beispiel tote Zähne oder Stiftzähne oder Herdgeschehen, dann wird die Niere nur noch mit einem entsprechenden Bruchteil von Energie auskommen müssen. Das heißt, Sie fordern sie jeden Tag,
120, 150% zu geben und sie ist dazu energetisch nicht in der Lage. Das muss langfristig auf die Nieren Auswirkungen haben. Ich habe das selber erleben dürfen bei einem Patienten, der dadurch von Seiten der Dialyse nicht mehr 3-mal die Woche gehen musste, sondern nur noch 2-mal. Und allein das, unabhängig der vielen anderen Dinge, hat die energetische Funktion der Niere verändert. Eine Niere kann nur 100%ig arbeiten, wenn sie sich selbst die Energie herstellen kann. Und diese Energie muss fließen. Ich bitte Sie, auch jetzt, wo vielleicht Sie meinen, die Messen sind gesungen, aber geben Sie jetzt wirklich noch legen Sie den Schwerpunkt auf die Diagnostik. Also das Erste ist ein ganzheitlicher Zahnarzt. Das Zweite ist, dass die Nieren sich einbinden in das große Thema der Entgiftung. Und jetzt nehme ich mal die Entgiftung der eigenen Stoffwechselendprodukte, sondern ich nehme jetzt mal das, worunter wir alle auch in diesem täglichen Leben unterliegen. Das heißt, Sie leben ja nicht irgendwo auf einem Stern, sondern Sie leben hier in Österreich und Sie haben ganz sicher eine weitaus privilegierte Situation als vielleicht jemand, der in einer großen Stadt oder in der Nähe des Flughafens lebt. Und dennoch muss ich Ihnen sagen, das alles, was wir nicht erkennen und was wir nicht sehen, ist Belastung. Das heißt, im Rahmen einer verminderten Ausscheidung kann sich schon wieder auf der anderen Seite ein ganz großes Problem entwickeln, nämlich, dass die Niere toxisch aufnimmt. Da spreche ich gerade bei Nierenerkrankungen von 3 ganz großen Toxinen. Das eine ist Quecksilber. Das Quecksilber im Fisch ist eigentlich weniger für den Fisch belastend, weil der Fisch ist reich an Omega-3. Aber wir Menschen, wir nehmen das Quecksilber auf. Und wenn das Quecksilber sich umwandelt in uns, in Dimethylquecksilber, dann ist dieses Dimethylquecksilber nach Plutonium eins der toxischsten überhaupt Schwermetalle, die es auf der Welt gibt. Bitte unterschätzen Sie das nicht und fahnden Sie nach solchen Expositionen in Ihrem Körper. Das kann man natürlich durch einen sogenannten Schwermetalltest Oligoscan machen, indem man die Schwermetalle im Bindegewebe analysiert. Man kann auch den Urin an sich mal filtern und auf Toxine untersuchen. Man kann die Schwermetalle natürlich im Rahmen einer Niereninsuffizienz ziemlich eingeschränkt rausfiltern und dennoch in meiner großen und wunderbaren Zusammenarbeit mit unserem wirklichen Spezialisten für Schwermetalle, dem Dr. Joachim Mutter, ist es ihm und uns sogar gelungen, Menschen mit einer hohen Niereninsuffizienz zu chelatieren, weil die Niere es uns dankt, weil die Niere sich befreit von all diesen Dingen, die sie eingebunkert hat. Und Quecksilber ist ein Zellzerstörer. Wir sehen das nicht, wir hören das nicht und ich wünsche und hoffe, Sie haben nichts mehr im Mund. Aber wenn Sie es im Mund haben und ich entnehme, dass Sie jetzt so ungefähr Mitte 50 sind, dann müssen Sie darauf achten, dass Sie natürlich hier eine große Sanierung vornehmen, auch unter dem Schutz vielleicht morgen eine neue Niere nicht erneut damit zu belasten. Quecksilber wirkt sehr toxisch auf sämtliche Schutzenzyme. Und Sie wissen, Schutzenzyme oder Enzyme überhaupt sind Biokatalysatoren. Das heißt, unser Körper kann nicht Reaktion A nach B vollziehen, eine biochemische Reaktion, wenn nicht jetzt entsprechende Enzyme bereitstehen. Da greifen toxische Metalle ein. Und das zum Beispiel Apfelpektin und all die Lösungsmittel bzw. die Bindungsmittel für Quecksilber, das ist gar keine Frage, die Dinge über den Darm zu binden, auch Zeolit zu binden und auszuleiten. Aber in Ihrem Falle muss man die Ausleitung, wenn dann überhaupt, sehr, sehr, sehr bedacht und fürsorglich gestalten. Aber hier geht es auch gar nicht um Ausleitung. Hier geht es wirklich erstmal
um Diagnostik. Das zweite ist Cadmium. Cadmium hat einen sogenannten nephrotoxischen Effekt. Das heißt, Cadmium als Schwermetall, vorhanden zum Beispiel in Autoabgasen, und Cadmium hat eine weitaus fast schon hinter dem Quecksilber toxische Bedeutung, die komplett die Nierentubuli und auch die Nierenzellen schädigen können. Das heißt, eine Belastung mit diesem hohen Metall führt sogar zur Entstehung von Tumorerkrankungen. Deshalb ist Cadmium, und ich muss auch immer wieder sagen, bitte Raucher, passiv rauchen. Wir reden hier über eine hohe Exposition mit Cadmium in Autobatterien, in Kunststoffen. Ich glaube, Sie können nur einmal googeln, dann werden Sie fündig, wo Cadmium überall entstanden ist. Und das gleiche Metall macht ja beim gleichen oder anderen Kollegen überhaupt nicht die gleiche Folge, weil der Körper vielleicht besser in der Lage ist, diese Dinge auszuschleusen. Und vielleicht hat er gar kein Störfeldproblem im Zahn-Kiefer-Bereich und greift immer auf eine 100%ige Kraft zurück. Also man muss in der Entstehung zu so einer Insuffizienz bitte immer alles am Ende beurteilen und den Weg daraus finden. Und das andere ist Blei. Auch Blei hat eine hohe Toxizität, gerade in Belastung der Nieren. Blei sowieso in Zigarettenrauch, aber auch die ganzen Hobbyjäger. Blei ist ganz viel auch an die Mütter gerichtet, in öffentlichen Spielplätzen zu sehen. Und wir sagen heute, dass die Nieren als auch die Knochen um 100 bis 1000 Mal mehr Blei aufnehmen als vor ungefähr 300 Jahren. Und das ist eine Belastung, die ist überhaupt nicht abzuschätzen. Wir, die wir heute 50 und 60 Jahre sind, haben natürlich auch eine Kindheit gehabt, wo die Autos noch Bleibenziner waren. Und solche Schwermetalle haben über Jahre bis Jahrzehnte Halbwertszeiten. Das heißt, damit unser Blut immer in einer guten Gesundheit bleibt und der Körper dient dem Blut, bunkert er es ein. Er bunkert es ins Bindegewebe, er bunkert es in die Niere, in die Leber. Und man kann überhaupt nicht müde werden, Menschen immer wieder auch hier ihre Verantwortung für sich selbst zu erkennen. Wir leben in einer Zeit, wo diese Belastungen Normalität sind für uns Menschen. Und die Spreu vom Weizen trennt sich. Wer hat natürlich auf der einen Seite einen Lebensstil, der ihn in einer bewussten, sag ich mal, Exposition von Schadstoffen, der damit sehr gut umgeht und sie meidet. Ich meine Rauchen, ich meine biologisch Essen, ich meine natürlich der Umgang mit dem Leben. Aber auf der anderen Seite können wir uns hier alle nicht unter eine Glaskugel setzen. Wir haben mit TV24 eine Sendung gemacht über die Inosferese. Die Inosferese ist zum Beispiel eine Dialyse, die den Körper hilft, all solche Toxine zu entgiften durch einen speziellen Umweltfilter. Wenn Sie googeln oder wenn Sie auf den Kanal bitte gehen, können Sie sich hier noch detaillierte Informationen auch holen. Das heißt, hier umgehe ich die Nieren. Hier kann ich direkt Toxine wie Schwermetalle, Leichtmetalle, Lösungsmittel, auch hohe bakterielle Endotoxine, auch entzündliche Immunkomplexe rausfiltern. Das ist eine große Alternative, um dem Körper insgesamt erstmal auch Entlastung zu schaffen. Also das erste sind die Zähne. Das zweite sind, bitte fahnden Sie nach Toxinen. Das dritte in diesem Moment ist mir wichtig zu wissen, wir sprechen über Phosphat. Phosphat steht in einer indirekten Balance zu Vitamin D und Calcium. Der Phosphathaushalt wird
gemanagt über das Parathormon der Nebenschilddrüse. Und Phosphat ist zu 85% im Knochen, aber auch 14% in unseren Körperzellen. Und Phosphat ist unglaublich wichtig, weil Phosphat reguliert zum Beispiel den Energiehaushalt in unseren Körperzellen. Das heißt, Phosphat ist mitbeteiligt, dass die Mitochondrien, also unsere Energiekraftwerke, auf die ja bitte auch jetzt geschaut werden muss. Denn wenn die Energiekraftwerke der Nierenzelle, die sogenannten Mitochondrien, eine Mitochondriopathie entwickeln, und solche Untersuchungen kann man natürlich anstellen, indem man den sogenannten nitrosativen Stress misst, dann lässt die Leistung der Nierenzelle nach. Und eine ganz, sage ich mal, sehr toxische Substanz wiederum, die vielleicht durch zu viel Leichtgetränke auch, Phosphat ist in Kaffeeweißer drin enthalten. Phosphat haben wir im Milchpulver, in Sportgetränken, in Milchgetränken, in Softdrinks. Dann kommt es natürlich zu einem Überangebot im Phosphat und das ist, was der Körper überhaupt nicht leiden kann. Also alle E-Stoffe von 338 zum Beispiel, die diese Phosphorsäure enthalten, sind in der Lebensmittelindustrie sehr, sehr gerne eingenommen, aber schädigen unseren Organismus, weil sich damit eine Balance und ein Gleichgewicht, man nennt das Homöostase, aus dem Gleichgewicht kommt. Und die Nieren sind natürlich damit in ihrer Nierenschädigung durch den hohen Anteil von Phosphat unglaublich, sag ich mal, auch nachtragend geschädigt. Gibt ganz viele andere, wenn Sie googeln bei Phosphat, dann können Sie das Magnesiumphosphat, das Natriumphosphat. Es gibt also ganz viele auch sogenannte E-Zusatzstoffe, die sehr viel davon enthalten, die die Lebensmittelindustrie braucht. Und in dem Moment greife ich mal gerade hier nach einem Buch von Hans-Ulrich Grimm, Die Suppe lügt, die schöne Welt des neuen Essens. Sie fallen vom Glauben ab, wenn Sie sehen, was heute über die Geschmacksindustrie an Geschmacksbomben, an auch wirklich absoluter, entschuldigen Sie das Wort, Verarschung für unsere Geschmacksknospen, für all diese sensiblen Informationen, die über die Zunge als Rezeptoren weitergehen, die die Leber steuern in ihrer Bereitstellung für Verdauungsenzyme, den Magen. Das wird so fehlgeleitet, das wird so falsch geleitet und es öffnet ihnen die Augen, dass sie in der Zukunft ein Lebensmittel in die Hand nehmen oder ein Nahrungsmittel und einfach es mal aufgrund der Nomenklatur und der E-Ziffern sich anschauen und sagen, das will ich für mich, das will ich niemals für mich, dass mein Körper mit diesen Belastungen leben muss. Allein im Brot, im konventionell gekauften Brot, ist neben Getreiden noch ungefähr 200 Zusatzstoffe eingearbeitet. Und man ist heute so genial, Sie können den Geruch des Brotes, können Sie hunderte Meter lang wahrnehmen und er führt Sie direkt dort zu so einem Bäcker. Das ist alles für unseren Körper irgendwo nur begrenzt auch lebbar und kompatibel. Also fahnden Sie bitte auch nach umwelttoxischen Dingen. Und wenn ich nochmal zurückkomme auf die Inospherese, man kann natürlich das Eloat, was man dann rausfiltert über das Plasma, auch untersuchen lassen, um dann vielleicht auch an neuro- bzw. nephrotoxische, also nierentoxische Toxine zu kommen. Das gibt damit natürlich dann nochmal ein gutes auch Diagnostikum. Das erste waren die Zähne, das zweite sind die Metalle, die Schwer- und Leichtmetalle. Das dritte sind natürlich auch die Dinge, die wir heute wissen, dass es eine Reihe von parasitären Belastungen gibt, die unsere Nieren belasten, die sich hingezogen fühlen, auch zu den Nieren, auch an viele andere Körperstellen. Unterschätzen Sie nicht, dass
Parasiten Trittbrettfahrer sind. Also der Parasit wird sich ihnen gegenüber niemals in irgendeiner Form bemerkbar machen. Parasiten haben ihren eigenen Lebenszyklus. Parasiten sprechen die Sprache der Hormone, der Neurotransmitter. Parasiten greifen sogar ein in das Tumorgeschehen. Und Parasiten wie zum Beispiel der Pärchenegel hat eine hohe Auswirkung auch auf die Nierengesundheit. Die Schistosoma heißt der Pärchenegel und davon gibt es eine Reihe von verschiedenen Egeln. Wir sagen heute weltweit, dass über 250 Millionen Menschen mit diesen Schistosomen, mit diesem Egel infiziert sind. Und die gelangen über den Blutstrom und dann über das Lymphsystem, über die Lunge und Leber, dann natürlich auch in die Nieren. Machen ganz viele Probleme von Allergien über Kopfschmerzen, über allergische Reaktionen, Nesselsucht. Das Bild einer solchen parasitären Belastung kann oft allergisch aussehen, aber auch durch die Gliederschmerzen, rheumatisch, entzündlich und irgendwo fehlt einem so die wirkliche Ursache dessen zu erkennen. Also urogenitale Schistosomas sind wirklich auszuschließen. Nun ist eigentlich die Diagnostik von parasitären Belastungen heute wirklich medizinisch nicht so einfach, weil wir auch die Ernsthaftigkeit von Parasiten im Alltag eigentlich nicht gut erkennen. Wir haben dafür zur Verfügung eine Stuhlprobe. Da bitten wir 3 Tage hintereinander um eine Stuhlprobe, untersuchen sie aber auch wieder gezielt auf Stuhlwürmer, Eier und Larven. Und wenn diese Stuhlprobe diesbezüglich nichts enthält, dann ist eigentlich schon die Parasitendiagnostik fast abgeschlossen. Es gibt noch einen Laborwert, das sind die Eosinophilen, die in einem Differentialblutbild gebildet werden können. Und das ist dann vielleicht auch noch mal so sekundär ein Hinweis auf eine parasitäre Belastung, aber auch nicht der. Also ich erlebe in 80–85%, dass auch der mich nicht hinführt. Deshalb ist es so wichtig, dass man vielleicht sich jetzt an jemand wendet, der eine Erfahrung hat in der Parasitendiagnostik, um dann letztendlich hier Ihnen auch weiterzuhelfen, diese Dinge weiterhin abzuklären und die Toxizität, die auch vielleicht, man kann ja schwermetallbelastet sein, man kann vom Zahn-Kiefer-Bereich belastet sein und man kann auch noch, weil man vielleicht sich im Ausland aufgehalten hat, weil man in der Natur lebt wie Sie, man kann ja durch so viele Dinge infiziert sein. Das übersteigt jetzt den Rahmen dessen. Ich wollte es nur an diesem Beispiel Ihnen bewusst machen, dass man sehr gut über eine Salvia-Testung oder auch Bioresonanztestung eigentlich dieser Frage auf den Grund kommen kann und dann natürlich durch Frequenztherapien, aber auch durch eine antiparasitäre Therapie diese Parasiten behandeln sollte. Im Rahmen der Beantwortung, glaube ich, habe ich Ihnen jetzt ein paar Anstöße gegeben. Es gibt natürlich selbstverständlich weitaus mehr Dinge, die hier wichtig wären, aber man sollte sich wirklich auf den Weg machen und auch die Zeit nicht verschenken, vielleicht auch Ihren Nieren noch die ein oder andere Chance zu geben, dass sich Nieren auch, ich sag mal, erholen und regenerieren können. Man ist ja auch noch nicht 70 und nicht 85. Und in dem Moment, ein Arzt blickt zurück auf sehr viel Erfahrung. Man steht hier einer riesen Verantwortung gegenüber, das ist uns allen bewusst. Und welch Segen vielleicht auch diese Transplantation gibt. Aber es wäre schon ein Segen, wenn man hier vielleicht in der Ursachenforschung die Problematik der Nieren langfristig verbessern dürfte und könnte. Es muss immer eine chronisch latente Entzündlichkeit der
gewesen sein, weil Entzündungen zerstören. Entzündungen können Energieleistungen natürlich herabsetzen und all das gehört jetzt auf den Tisch, damit sie ganz viel selber auch sich einbringen können in diesen Prozess, gesund zu werden, beziehungsweise der Niere eine Chance zu geben. Ja, ich glaube, es ist noch etwas Zeit und ich würde vielleicht die Zeit auch noch gerne nutzen, eine zweite Frage zu beantworten. Und wenn ich diese Frage beantworte, dann tue ich das gern, denn der Urs wartet auf diese Antwort. Er ist Sohn einer 91-jährigen Mutter. Mutter und Vater sind insgesamt in einem guten, gesundheitlich und zufriedenen Zustand. Und dennoch wendet er sich im Rahmen oder mit einer Frage an mich für die Mutter, die eine periphere arterielle Durchblutungsstörung hat. Und eine periphere arterielle Durchblutungsstörung in den Beinen würde bedeuten, dass über das arterielle System, das heißt über die Gefäße, die das Blut zu den Füßen führen, eine passagiere Störung ist, und zwar hochgradig. Wenn der Fuß oder wenn die Zelle nicht mehr mit ausreichend Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird, gibt es natürlich dramatische Schmerzen. Als Studenten haben wir gelernt, wir sprechen hier von einer Schaufensterkrankheit. Und diese Schaufensterkrankheit, das sind die Menschen, die ganz interessiert in die Schaufenster gucken, weil sie einfach stehen bleiben müssen und im Rahmen dieser, sage ich mal, teilweise doch hochgradigen Durchblutungsstörung immer wieder dann Erleichterung bekommen. Sie haben mir jetzt aufgezählt, was Ihre Mutti einnimmt an Medikamenten, unter anderem natürlich Aspirin. Man sollte auch an dieser Acetylsalicylsäure nichts ändern, weil die Acetylsalicylsäure verhindert, dass die Blutplättchen sich verklumpen. Das ist sehr rein materialistisch gedacht, aber man nimmt dieses Aspirin jetzt auf keinen Fall weg. Man muss sich nur dessen bewusst sein, es ist wieder zusätzlich eine Säure. Und ein Organismus, der in eine periphere arterielle Durchblutungsstörung gekommen ist, muss jetzt auch angeschaut werden, wie gesund ist seine Säurebasenbalance, und bitte auch mit 91 Jahren. Denn entscheidend ist doch, wie ist die Mikrozirkulation? Und wenn die Mikrozirkulation, also die Durchblutung der ganz kleinen Gefäße, der Kapillaren, einfach eine hochgradig intakte Durchblutung wäre, dann kann sie eine passagiere Durchblutungsstörung der großen Gefäße kompensieren, nennt man das. Und ich würde Sie also dringend bitten, dass Ihre Mutti bei einem Naturheilpraktiker eine Dunkelfelduntersuchung machen lässt. Eine Dunkelfelduntersuchung, die uns Aufschluss darüber gibt, wie fließt das Blut. Weil wenn das Blut in einer großen Stagnation ist, das heißt, wenn die roten Blutkörperchen, das sind die Sauerstoffträger, wenn die über die Kapillaren in einer Leichtigkeit auch den Fuß erreichen, dann können sie damit erstmal unglaublich viel kompensieren. Und die Aktivität dieser roten Blutkörperchen zu beurteilen, ist jetzt wirklich ganz groß das Thema Nummer 1. Der Professor Enderlein spricht auch bei allen Durchblutungsstörungen immer von der Beteiligung des Mukorazemosus. Das ist ein Pilz, der sich erst entwickelt, wenn der Körper sein Milieu verändert. Und es gibt in meiner Behandlung niemanden, der nicht diesbezüglich eine Basistherapie erhält, um die Mikrozirkulation zu eröffnen. Es ist ja nicht das Problem, dass man vielleicht einige Wochen nichts isst. Es geht auch, dass Sie 3 Tage nichts trinken. Aber wenn die Zelle in Not ist, im Rahmen ihrer eigenen Sauerstoff des Erhalts, wenn die Zelle nicht ständig pro Sekunde der Sauerstoff erreicht,
dann kriegt die Zelle ein Problem. Sie wechselt in einen anaeroben, ohne Sauerstoffzustand und das gibt die Entzündlichkeit, das gibt die Schmerzen, das gibt die Offenheit dann eines Ulkus, eines Geschwürs und einer Wundheilungsstörung. Ich will das Ausmaß dessen gar nicht jetzt besprechen. Ich will einfach nur sagen, öffnen Sie diese, sag ich mal, diese Mikrozirkulation, die macht 77% unseres Körpers aus. Versuchen Sie für Ihre Mutti, dass um dieses Gebiet des Verschlusses sich neue Kollateralen eröffnen, die natürlich durch Bewegung so gut wie es geht, und da darf man wirklich auch mit 91, bitte, auch wenn es schmerzhaft ist, niemals müde werden, dem Körper immer wieder auch die Information zu geben, dass man ihn braucht, dass die Durchblutung gewillt ist. Auch hier sind Bürstenmassagen ganz doll wichtig, die natürlich in einem gewissen Druck nach unten gehen, aber in einem stärkeren Druck nach oben gehen. Binden Sie das Bein mit ein. Machen Sie auch Fußbasenbäder oder einfach mit Himalaya-Salz oder Meersalz. Das reguliert in das mikrozirkulatorische Problem. Ich glaube, wenn Sie nur unter Kleinschenfelder googeln, gerade hier im TV-Sender 24 werden Sie das sehen, gibt es nochmal diese Magnetmatten. Das ist ebenfalls eine wunderbare Alternative, um die Mikrozirkulation zu stabilisieren. Ich würde Sie bitten, auch denken Sie daran, dass die rechtsdrehende Milchsäure, das ist Sauerkrautsaft, das ist zum Beispiel der Bio-Apfelessig, das sind alles Dinge, die die Aktivität der roten Blutkörperchen immens aktivieren und damit natürlich auch die Durchblutung auf zellulärer Ebene mit Sauerstoff besser versorgen. Meine Erfahrung ganz persönlich ist mit einer hämatogenen Oxidationstherapie. Und ich darf Ihnen einfach nur sagen, immer dann, wenn man das Blut dem Patienten entnimmt, das ist nicht mehr als 80 bis 150 Milliliter, es wird dann mit Natriumcitrocum für eine kurze Zeit ungerinnbar gemacht. Und dann werden photobiologische Oxidationsstufen zur Gewinnung von aktiven Sauerstoff dann extrakorporal, also außerhalb des Körpers vollzogen. Und dann wird durch eine kleine Küvette das Blut entlang einer UV-Strahlung vorbeigeführt bei 253,7 Nanometer. Und diese UV-Lichtquelle ist es dann, die eigentlich so eine physiologische Reaktionskaskade auslöst und die Homöostase im Blut wiederherstellt. Die roten Blutkörperchen kriegen eine unheimliche Aktivität, um sich jetzt in dem mikrokapillären Gebiet wirklich wieder einzuschleusen und alle biologischen Regelkreise, die es auch braucht, mit einer gewissen Sanftheit, aber Intensität wieder in die Regulation bringt. Das ist wie so ein Zündkerzeneffekt, der sich da abspielt. Und ich habe das einfach in meinen fast 30 Jahren erfahren. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, man startet eine hämatogene Oxidationstherapie-Serie am Anfang mit 10 Mal. Das heißt, mit 2 bis 3 Mal pro Woche wird das aufgeteilt. Und dann ist es ganz wichtig, dass man am Anfang dieses Fundament schafft. Jede HOT hat eine Langzeitwirkung. Meine Erfahrung ist bei diesen schweren chronischen Krankheitsbildern, dass man dann den Abstand der HOT auf wöchentlich alle 2 Wochen, und ich habe wirklich viele Menschen behandelt, auch mit diesen Formen von Erkrankungen, die eigentlich dann alle 4 Wochen zu so einer Behandlung kamen und ich immer wieder dadurch natürlich in diesem Prozess regulieren konnte. Ich glaube, das sind so ein paar Gedanken, die ich Ihnen mitgeben möchte für Ihre liebe 91-jährige Mutti. Möge sie davon profitieren dürfen, denn ich weiß, wie auch schmerzhaft diese Dinge sind, wenn man
immer noch dabei ist, wenn man das Leben entdecken will, wenn man in der Dankbarkeit, auch der Zweisamkeit, wie ich das schöne Bild sehen konnte, lebt, dann glaube ich, ist es schön, wenn man einen Sohn hat, der sich so sorgt und Ideen, Gedanken braucht, die man vielleicht in diesem Prozess noch eingeben kann. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen allen eine wunderschöne Woche und mein Motto ist immer, tue erstmal das Notwendige. Dann kannst du das Mögliche tun und irgendwann schaffst du etwas Unmögliches. Aber es liegt nicht alles in deiner eigenen Kraft und in deinem Wollen. Es liegt an dem, wie geduldig man den Körper auch begleitet. Der will nicht gestresst, der will nicht gehetzt sein, der will geführt werden und mit jeden Tag sich dieser Situation widmen. Glauben Sie mir, entstehen manchmal Dinge und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das geschieht. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.